Schwarze Löcher zählen zu den zerstörerischsten Objekten im Universum. Alles, was der zentralen Singularität eines schwarzen Lochs zu nahe kommt, sei es ein Asteroid, ein Planet oder ein Stern, läuft Gefahr, durch sein extremes Gravitationsfeld zerrissen zu werden. Und wenn das sich nähernde Objekt zufällig den Ereignishorizont des schwarzen Lochs durchquert, verschwindet es und taucht nie wieder auf und steigert dadurch die Masse und den Umfang des schwarzen Lochs. Es gibt nichts, was wir in ein schwarzes Loch werfen könnten, das ihm Schaden zufügen könnte. Selbst ein weiteres schwarzes Loch wird es nicht zerstören. Beide würden einfach zu einem größeren schwarzen Loch verschmelzen und dabei ein wenig Energie in Form von Gravitationswellen freisetzen. Einigen Berichten zufolge ist es möglich, dass das Universum in einer sehr fernen Zukunft vollständig aus schwarzen Löchern besteht. Und doch gibt es vielleicht einen Weg, diese Objekte zu zerstören, beziehungsweise zu verdampfen. Wenn die Theorie wahr ist, müssen wir nichts tun, außer warten. 1974 stellte Stephen Hawking eine Theorie auf, nach der ein schwarzes Loch allmählich an Masse verlieren könnte. Dieser Prozess, der später als Hawking-Strahlung bekannt wurde, beruht auf einem wohlbekannten Phänomen, das sich Quantenfluktuationen des Vakuums nennt. Gemäß der Quantenmechanik schwankt ein bestimmter Punkt in der Raumzeit zwischen mehreren möglichen Energiezuständen. Diese Fluktuationen werden durch die ständige Erzeugung und Zerstörung virtueller Teilchenpaare angetrieben, die aus einem Teilchen und seinem entgegengesetzt geladenen Antiteilchen bestehen. Normalerweise kollidieren die beiden kurz nach ihrem Auftauchen und vernichten sich gegenseitig, wodurch die Gesamtenergie erhalten bleibt. Doch was passiert, wenn sie direkt am Rande des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs auftauchen? Wenn sie genau richtig positioniert sind, könnte eines der Teilchen dem Sog des schwarzen Lochs entkommen, während sein Gegenstück hineinfällt. Es würde dann ein anderes, entgegengesetzt geladenes Teilchen innerhalb des Ereignishorizonts des schwarzen Lochs vernichten und somit seine Masse verringern. Für einen außenstehenden Beobachter würde es so aussehen, als hätte das schwarze Loch das entkommene Teilchen ausgestoßen. Wenn ein schwarzes Loch demnach weiterhin zusätzliche Materie und Energie absorbiert, verdampft Teilchen für Teilchen bei einer unglaublich geringen Geschwindigkeit. Wie langsam? Ein Zweig der Physik, der Thermodynamik von schwarzen Löchern genannt wird, gibt uns eine Antwort darauf. Wenn Alltagsgegenstände oder Himmelskörper Energie an ihre Umgebung abgeben, nehmen wir das als Wärme wahr und können ihre Energieabgabe nutzen, um ihre Temperatur zu messen. Die Thermodynamik von schwarzen Löchern legt nahe, dass wir die Temperatur eines schwarzen Lochs auf ähnliche Weise definieren können. Die Theorie besagt, dass die Temperatur eines schwarzen Lochs umso niedriger ist, je massiver es ist. Die größten schwarzen Löcher des Universums würden Temperaturen in der Größenordnung von 10 hoch minus 17 Kelvin erzeugen. Sehr nahe dem absoluten Nullpunkt. Analog würde ein schwarzes Loch mit der Masse des Asteroiden Vesta eine Temperatur von fast 200 Grad Celsius aufweisen und demnach eine Menge Energie in Form von Hawking-Strahlung an die kalte Umgebung abgeben. Je kleiner das schwarze Loch ist, desto heißer scheint es zu brennen und desto schneller brennt es vollständig aus. Aber wie schnell? Nun, ein Weilchen dauert es schon. Zunächst einmal akkumulieren und absorbieren die meisten schwarzen Löcher Materie und Energie schneller, als dass sie Hawking-Strahlung aussenden. Aber selbst wenn ein schwarzes Loch mit der Masse unserer Sonne mit dem Absorbieren aufhören würde, würde es 10 hoch 67 Jahre dauern, bis es vollständig verdampft ist, also viele, viele Größenordnungen mehr als das derzeitige Alter des Universums. Wenn ein schwarzes Loch jedoch etwa 230 Tonnen erreicht, hat es nur noch eine Sekunde zu leben. In dieser letzten Sekunde wird sein Ereignishorizont immer kleiner, bis es schließlich seine gesamte Energie wieder an das Universum abgibt. Obwohl die Hawking-Strahlung nie direkt beobachtet wurde, sind einige Wissenschaftler der Auffassung, dass bestimmte Gammastrahlenblitze, die am Himmel entdeckt wurden, eigentlich Spuren der letzten Momente von kleinen, primordialen schwarzen Löchern sind, die in Urzeiten entstanden sind. Irgendwann, in einer fast unvorstellbar fernen Zukunft, könnte es sein, dass das Universum als ein kalter und dunkler Ort endet. Doch wenn Stephen Hawking recht hatte, würden die normalerweise furchterregenden und ansonsten unempfindlichen schwarzen Löcher in einem großen Feuerball verglühen, bevor dieser Fall eintritt. Für faszinierende Geschichten, Weltraumabenteuer, verblüffende Philosophien, Antworten auf die zufälligsten Fragen, die du über deinen Körper hast und vieles mehr, abonniere diesen Kanal. Bleib neugierig, bleib informiert.